Der Prozess, wie man ein Werk studiert, ist sicherlich für jeden Musiker ein anderer. Ich habe persönlich zuerst einen direkten Kontakt, also absolut intuitiv zum Werk. Dann lasse ich es liegen und dann vielleicht 2, 3 Monate später wieder. Und da machte sich ein Prozess, nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper, würde ich sagen. Nicht nur das Technische, also man hat sogar ein Gedächtnis in den Muskeln von den Armen, sondern das Werk wird ein bisschen von alleine reif, weil man schon ein bisschen mit diesem Werk gelebt und noch dazu etwas erlebt hat im Leben. Und wenn möglich, tue ich das 3, 4 Mal. Und erst dann kontrolliere ich nur mit der Partitur, ohne zu spielen, ob ich alles gesehen habe. Ich studiere natürlich auch alles, was als Primärliteratur vor allem über einen Komponist gibt, also Briefe oder ob er Tagebücher geschrieben hat. Wenn möglich auch, zum Beispiel wenn Mozart in einer bestimmten Periode gelebt hat, wo das Leben so und so war und wie waren die literarischen Einflüsse und gesellschaftliche und so weiter. Das finde ich, es kann auch so ein Bild überhaupt von meiner Epoche geben. Oder sagen wir Schumann mit Eichendorff und so weiter. Das ist sicher interessant. Schumann zum Beispiel hat enorm viel geschrieben. Und das ist herrlich. Er hat seine Tagebücher, viele Briefe und all diese Artikel für die Neue Zeitschrift für Musik, die er gegründet hat und so weiter. Also da kann man sich enorm viel von seiner Persönlichkeit aneignen. Nur wichtig bleibt vor allem die Musik. Ich kann vieles über ein Werk wissen. Zum Beispiel, ich kann wissen, dass da das Thema anfängt und dann kommt eine Brücke und dann kommt ein zweites Thema und dann kommt eine Durchführung. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das weiß. Das sagt mir aber nicht, wie ich das spielen muss. Die Klavierpartitur ist wahrscheinlich die schwierigste zu lesen. Es ist alles zusammengeschrieben, also für 2 Hände. Und man muss sehen, was da passiert, wie die Stimmen geführt werden sollten und so weiter. Zum Beispiel in einer Orchesterpartitur weiß man, wenn eine Flöte spielt, dass das wird ein heller Klang haben, weil das Instrument diesen Klang hat. Bei den Klavier muss man sich alles vorstellen. Nicht also, was für eine Art von Stimmung sollte das vermitteln und dann selber diese verschiedenen Arten von Klang erzeugen. Wenn zum Beispiel eine Partitur vom Schumann mit 4 Stimmen wie üblich deutlich sein muss, muss man normalerweise in jeder Hand 2 verschiedene Farben haben. Nicht? Und das heißt, ein anderer Anschlag, die sich ständig wechselt, weil die Stimme geht von meinem Finger zu den anderen und die andere in eine andere. Also es ist sehr kompliziert. Da braucht man einige Jahre, muss ich sagen. Wenn man sehr jung ist, kann man das noch nicht ganz. Das kann man erst, wenn man über die Geläufigkeit denken muss, nicht wenn das einigermaßen schon vorhanden ist. Es gibt 2 Arten, eine Partitur zu sehen, vertikal oder horizontal. Die Werke, die man bis mindestens, also für Klavier, mindestens bis Bartók geschrieben hat, sind normalerweise polyphonisch, das heißt verschiedene Stimmen. Die kamen wahrscheinlich noch vom alten Choral. Und das ist das Horizontale, wovon ich immer spreche, also diese verschiedenen Linien, die man hören sollte, wie verschiedene Wellen, die nach oben und unten gehen und mit verschiedener Wichtigkeit auch. Also manchmal ist ein Bass führend, manchmal ist die Cello-Stimme oder in der Mitte, manchmal ist die Melodie. Vertikal ist etwas, die später kam. Zeit, sagen wir, um die Periode um Stravinsky. Da hat man immer mehr mit Akkorden bearbeitet, in die Komposition schon, also das rhythmische Element und so weiter. Und das ist auch sehr interessant und sehr gut. Nur, ich meine, wenn man Mozart und Beethoven und Schumann so begreifen wird, ist das nicht wahr. Und darum klingt es also komisch und verfremdet und sogar häufig brutal. Ein Werk für Klavier sollte häufig ein bisschen wie ein Werk für Orchester klingen.
mit all diesen Möglichkeiten. Nur heute versteht man oft unter Orchestralen so einen plakativer Klang, nicht? Wo alles also enorm groß klingt und ein bisschen durcheinander und alle Stimmen und mit viel Pedal und so weiter. Man hört es auch oft beim Orchester. Wahrscheinlich, weil unsere Seele sich immer vergrößert haben und man denkt, also man muss einen riesigen Klang erzeugen. Das ist aber nicht der Fall. Also wenn der Anschlag richtig ist, dann kommt er in einen 3000 Leute Saal ohne weiteres.